Also bezüglich der Work-Life-Integration versuche ich bei allen Mitarbeitern auf deren Arbeitszeiten auch zu achten. Also wir haben heute eigentlich mehr Männer als Frauen, die in einem reduzierten Pensum arbeiten, 80 oder 90%. Ich versuche eigentlich schon da, wo ich es weiß, auch das zu berücksichtigen bei der Planung von Meetings und Terminen. Das Gleiche gilt für mich für die Mittagspause. Das finde ich seit der Corona-Zeit ein Unding. Dass einfach, weil jetzt alles remote ist und man sich nicht treffen muss, kommen da einfach irgendwelche Termine überall rein zu irgendwelcher Zeit. Und das Gleiche gilt auch für Ferien. Also Urlaubszeit ist zu berücksichtigen, muss irgendwie gehen, ohne die Leute da im Urlaub zu stören. Und das Gleiche erwarte ich eigentlich auch. Und es funktioniert auch gut in meinem Team. Die Leute, die lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Und Urlaub ist Urlaub. Ja. Work-Life-Integration, sowohl für Frauen als auch für Männer, ist ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Vor allem vielleicht auch für junge Leute, die eine andere Generation sind, als wir sind. Ich glaube, da kommt eine Änderung vor und das müssen wir auch als Vorgesetzte unterstützen. Ich ermögliche und fördere in meinem Verantwortungsbereich mobiles Arbeiten und Homeoffice. Das haben wir sehr gut erlebt in der Pandemie, in der Corona-Zeit. Und siehe da, es ist möglich. Uns bei der SBB für eine gute Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ein. Und da ich mit gutem Beispiel auch vorangehen will, arbeite ich 70% und habe 1,5 Betreuungstage mit meiner Tochter. Teilzeitarbeit in einer Führungsfunktion, das geht. Natürlich ist es eine Frage, wie viel Prozent und wie flexibel man eben auch ist. Aber auch ich als Geschäftsleiter habe reduziert auf 90%. Einerseits um auch ein Zeichen zu setzen, aber andererseits auch um auszuprobieren, wie funktioniert das und es geht. In unserer Partnerschaft spielt Gleichstellung auch eine große Rolle. Man kann das sicher nicht perfekt machen. Etwas, was meine Frau und ich tun, ist, dass jeder in weniger Stellenprozent arbeitet, zwischen 70% und 80%. Und dass ich jetzt zum Beispiel auch die Kita-Eingewöhnung übernommen habe. Früher also, das heißt vor irgendwo 2-3 Jahren, wurden weibliche Führungskräfte nach dem Mutterschaftsurlaub oftmals eine Stelle als Verkäuferin angeboten. Dadurch ging natürlich enorm viel Know-how verloren und das ist schade. Und durch das, dass Teilzeitführungskräfte neu auch bei uns arbeiten können, kann die ganze Organisation, die Mitarbeiterin selber, aber auch die Vorgesetzten enorm profitieren. Ich glaube, dass die großen Hindernisse bei der Flexibilität oder Work-Life-Integration im Kopf stattfinden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es große Hindernisse gibt bei der Frage, kann ich Führung in Teilzeit machen oder kann ich auch als Mann Teilzeit machen und trotzdem Karriere machen. Ich glaube, die Frage, die sich die Organisationen oder die Entscheider in Organisationen stellen müssen, ist eigentlich, warum nicht? Um die Work-Life-Integration für Frauen und Männer zu erleichtern, habe ich mich dafür entschieden, Teilzeitpensen, aber auch Sabbaticals bewusst zu fördern. Und gerade mit Sabbaticals habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, im Wissen, dass es für mich persönlich sehr, sehr viel Arbeit war, aber die hat sich gelohnt, denn die Leute kommen einfach ganz anders aus diesem Sabbatical zurück und gehen mit voller Energie, voller Motivation ihrer Arbeit entsprechend nach.